Nachdem du 3 Tassen nixtamalisiertes Maismehl, einen Teelöffel Salz und einen Teelöffel Backpulver in eine Schüssel gegeben hast, kommen etwa 700 Milliliter lauwarmes Wasser dazu. Aber Achtung, nur die Hälfte zuerst, den Rest gibst du später in kleinen Schritten nach und nach dazu. Außerdem fügen wir etwa einen gehäuften Esslöffel weiches Schweineschmalz hinzu. Du kannst natürlich auch pflanzliches Fett oder Butter verwenden, aber traditionell nimmt man in Mexiko Schweineschmalz und glaub mir, mit Schweineschmalz schmecken sie einfach himmlisch. Danach vermengst du alles miteinander und ganz ehrlich, da brauchst du nicht mal die Küchenmaschine anzuwerfen. Das geht echt fix. Am besten machst du einfach so eine Bewegung, bei der du die Hand beim Rühren immer wieder öffnest und schließt. Übrigens, auf Spanisch bedeutet Gordita sowas wie Dickerchen oder Pummelchen. Dies bezieht sich auf die Form, da Gorditas im Prinzip etwas dickere Mais-Tortillas sind, die mit den verschiedensten Zutaten gefüllt werden. Sobald der Teig geschmeidig ist, jedoch noch nicht vollständig glatt, deckst du ihn mit einem sauberen Küchentuch oder Frischhaltefolie ab und lässt ihn etwa 15 Minuten ruhen, damit er die optimale Konsistenz erhält. Danach kannst du direkt loslegen und die Maisfladen formen. Nimm dir eine ordentliche Portion Teig, die gut in deine Hand passt, aber bevor du startest, roll den Teig einmal kurz über deine Finger. Damit sammelst du alle Teigreste ein, die vielleicht noch an deinen Händen kleben. Wenn das erledigt ist, rollst du die Portion zu einer glatten Kugel. Danach drückst du sie vorsichtig zwischen deinen Händen flach und jetzt kommt der Profi-Trick. Klatsch die Gordita leicht zwischen deinen Händen hin und her, fast wie beim Applaudieren. Dadurch wird sie gleichmäßig fleisch und rund. Die Ränder kannst du mit deinem Daumen glätten, wenn sie uneben sind. So wird jede Gordita perfekt und bereit für die Pfanne. Die Pfanne ist auf mittelhoher Hitze ohne Öl vorgeheizt und wir verteilen unsere Maisfladen einfach drauf. Und schau genau hin, wenn die Unterseite ihre Farbe fast bis zur Mitte ändert, ist es Zeit, die Maisfladen zu wenden. Wenn die andere Seite ebenfalls wunderschön goldbraun ist, steht dir eine wichtige Entscheidung vor. Es gibt 2 Wege, diese Fladen zu genießen und beide sind in Mexiko total typisch. Die erste Variante, direkt aus der Pfanne, weich, saftig und mit dem klassischen Röstaroma. Viele Mexikaner lieben diese Version und ich persönlich auch. Aber wenn du Lust auf etwas Knuspriges hast, kannst du die Fladen auch frittieren. Das macht sie außen schön groß und gibt ihnen einen intensiveren Geschmack. Hierfür ist wichtig, dass du sie zuerst mit einem langen, scharfen Messer entlang des Randes aufschneidest. So kann beim Frittieren ein bisschen Öl in die Öffnung laufen und ihnen noch mehr Geschmack geben. Bewege sie dabei sanft mit einer Zange, damit das Öl in die Öffnung gelangt und sie rundum knusprig werden. Nach ein paar Sekunden drehst du sie um und wiederholst das Ganze auf der anderen Seite. Anschließend legst du sie auf Küchenpapier, damit überschüssiges Fett abtropfen kann. Egal ob du Gorditas knusprig frittierst oder direkt aus der Pfanne genießt, beide Varianten haben ihren ganz eigenen Charme. Aber jetzt kommt der beste Part, das Fühlen. Gorditas lieben herzhafte Füllungen. Heute habe ich sie mit einem Pulled Chicken Schmorgericht, Frischkäse und einer würzigen Chili-Sauce gefüllt. Ein absoluter Klassiker sind auch Käse oder cremiges Bohnenpüree. Und das Beste, deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Egal welche Zutaten du wählst, Gorditas sind einfach immer ein Volltreffer. Aber wenn du das Beste draus holen möchtest, musst du sie natürlich mit einer authentischen mexikanischen Salsa füllen. Die habe ich schon für dich bereits auf der rechten Seite platziert, damit du direkt weiterschauen kannst.